Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei einem Mac Mini, in dem Fall Baujahr 2012, den Arbeitsspeicher wechseln könnt. Wir fangen an. Einmal umdrehen, hier sehen wir schon ein bisschen Dreck, genau. Der hat nämlich noch die Möglichkeit, den zu öffnen. Beim 14er muss man das mit Plastikhebeln machen und beim 18er ist es, glaube ich, genauso. Da muss man dann mit Plastikhebeln angreifen. Das heißt, hier habt ihr noch die Möglichkeit, ihr habt hier zwei Löcher, ihr drückt rein und dreht das dann einfach rum. Ihr seht hier unten, dann ist es geöffnet und jetzt können wir einmal so machen und der Deckel ist ab. Und ihr seht nun den Arbeitsspeicher. Das heißt, der ist eigentlich recht einfach rauszuholen. Ich nehme hier einfach mal kurz ein kleines Stück. Irgendwas. Ich nehme einfach. Ist egal. Hier ähnlich wie bei normalen Notebooks, weil das ja Notebook-Arbeitsspeicher. Ihr habt hier den Hebel. Das heißt, ihr macht hier einfach auf und auf. Zieht ihn raus und macht ihn wieder rein. Das heißt, wie beim normalen Notebook oder den alten MacBooks von 2012. Hier können wir uns kurz den Arbeitsspeicher angucken. Es ist ein 4 GB Riegel DDR3 1600 MHz, das heißt, ihr könnt bis zu 2 8er reinpacken, das heißt 16 GB RAM. 32 ist in dem Fall nicht möglich, weil 16 GB Riegel in Bezug auf DDR3 gab es nur in der großen im großen Format und auch nur also primär nur mit ECC, das heißt für Server und sonst halt auch nur die großen Riegel und nicht die kleinen. Bei den anderen ist das dann wieder anders. Beim 14er kann man die RAM-Riegel, glaube ich, nicht mehr austauschen, müsste ich nochmal gucken. Und jedenfalls ist die Festplatte nicht mehr tauschbar. Und beim 18er ist es genauso, das heißt, da ist die Festplatte nicht mehr tauschbar, dafür könnt ihr aber den Arbeitsspeicher wieder wechseln. Das heißt, der Arbeitsspeicher ist dann in einer Art Schacht und unten drunter, da muss man halt das ganze Teil rausnehmen. So, genau, wenn ihr die neuen Riegel habt, einfach wie normale Arbeitsspeicherriegel einfach reinstecken. Bum, bum, und wieder zu. Genau, in dem Fall ist es sogar komplett schraubenlos. Das heißt, das könnt ihr normal öffnen. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel den 14er oder den 18er habt, dann ist halt das Problem, ihr müsst einmal dieses Teil aufhebeln und ihr müsst hier dann die Blende, da müsst ihr dann die Schrauben lösen. Dafür am besten das iFixit-Kit nehmen. Ich packe es euch unten nochmal in die Beschreibung rein. Das ist optimal, weil da sind alle Schrauben dabei, weil hier sind es ja keine normalen Kreuz- oder Stützschrauben, sondern in dem Fall bei Apfelgeräten bzw. bei Apple-Geräten nennt sich das Pentalob. Ist ähnlich wie Torx, nur ein bisschen anders. Genau. Hier seht ihr auch schon, hier unten drunter ist die SSD. Das kommt in einem anderen Video. Ja, perfekt. Das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in den Kommentaren für einen Daumen hoch bin ich auch freuen. Dankeschön.